Dobermanns Reaktion auf Kleinkinds erste Schritte bricht dir das Herz. Also Leute, was ich euch heute erzähle, wird euch komplett umhauen. Die Reaktion von einem 43 Kilo Dobermann namens Titan, als die kleine blonde Mia ihre ersten Schritte machte, hat eine ganze Familie dazu gebracht, alles zu hinterfragen, was sie über diese angeblich so gefährlichen Hunde dachten. Das ist die Geschichte davon, wie Titan, ein massiver Dobermann mit Kampfnarben und einer mysteriösen Vergangenheit, zum unwahrscheinlichsten Schutzengel wurde, den ihr je gesehen habt. Was an dem Tag passierte, als die kleine Mia ihre allerersten Schritte machte, wird für immer verändern, wie ihr diese missverstandenen Riesen seht. Aber das Geheimnis, das Titan aus seinem früheren Leben verborgen hatte, das macht diesen Moment wirklich herzzerreißend. Vor 6 Monaten galt Titan im Berliner Tierheim als unvermittelbar. Mit seinen 43 Kilo purer Muskelmasse, einschüchternden bernsteinfarbenen Augen und Narben an seiner linken Schulter war er von Dutzenden Familien abgelehnt worden. »Der ist zu gruselig«, flüsterten sie. »Was ist, wenn er jemanden verletzt?« Die Tierheim-Mitarbeiter hatten fast die Hoffnung aufgegeben, als die Familie Weber hereinkam und die 10 Monate alte Mia mit ihren hellen blonden Locken und dem ansteckenden Lachen auf dem Arm trugen. In dem Moment, als Mia Titan durch diese kalten Metallstäbe sah, passierte etwas Magisches. Dieses winzige Menschlein mit funkelnden blauen Augen streckte ihre pummeligen kleinen Finger zu seinem massiven Kopf hin, völlig furchtlos. Und Titan, dieser 43 Kilo Kraftprotz, erstarrte wie eine Statue. Seine wilden, bernsteinfarbenen Augen verwandelten sich in sanfte Wunderpools. In diesem kostbaren Augenblick blitzte Titans Geist zu seinen dunkelsten Tagen zurück. Einsame Nächte auf Betonböden, das Echo seines eigenen Atmens in leeren Zwingern, sich fragend, ob jemals jemand über sein einschüchterndes Aussehen hinausblicken würde, zu der sanften Seele darunter. Aber als er Mias unschuldige Berührung spürte, verstand er endlich, worauf er sein ganzes Leben lang gewartet hatte. Wochenlang nach Titans Einzug hielt er respektvoll Abstand zu dem kleinen Mia. Jeden Morgen positionierte er sich exakt 2 Meter von ihrem Spielbereich entfernt. Nah genug, um über sie zu wachen, weit genug, um sicherzustellen, dass sein massiger Körper nicht versehentlich Schaden anrichten würde. Der erste Durchbruch kam an einem sonnigen Dienstagmorgen. Mia hatte ihren Lieblingsstoffhasen fallen gelassen, gerade außer Reichweite, und machte diese süßen Kleinkindgeräusche, die eindeutig »Hilf mir bitte« bedeuteten. Titan machte einen vorsichtigen Schritt nach vorn, setzte jede riesige Pfote mit unglaublicher Präzision, sein massiver Kopf senkte sich langsam, sehr langsam, und sein sanftes Maul hob das winzige Spielzeug auf, ohne eine einzige Spur zu hinterlassen. Er legte es direkt vor Mia ab, dann trat er zurück zu seinem schützenden Abstand. Die Familie schaute in völligem Erstaunen zu, Tränen füllten ihre Augen. »Hat er das wirklich gerade?« flüsterte Frau Weber in purem Unglauben. Aber wenn ihr denkt, das war unglaublich, habt ihr noch gar nichts gehört. Ehrlich gesagt macht es mich etwas traurig, dass ihr nach so viel von Titans Geschichte immer noch nicht abonniert habt. Diese Rettungshundeverwandlungen verdienen es, mit jedem geteilt zu werden, der an zweite Chancen glaubt. Was als nächstes passierte, wird euch komplett umhauen. Und genau deshalb glaube ich, dass manche Hunde wahrhaftig Engel sind, die vom Himmel gesandt wurden. Jeden Tag brachte frische Momente purer Zärtlichkeit, die die ganze Familie Weber sprachlos zurückließen. Wenn Mia weinte, näherte sich Titan ihrem Bettchen und machte die sanftesten Wimmerlaute, als würde er versuchen, sie mit seiner eigenen Voice zu trösten. Wenn Fremde zu Besuch kamen, positionierte sich sein 43 Kilo Körper zwischen ihnen und mir. Nicht bedrohlich, sondern beschützend. Ein lebender Schild aus Liebe und Hingabe. Als Wochen zu Monaten wurden, blühte etwas Wunderschönes in Titans vernarbtem Herzen auf. Eine tiefe, unerschütterliche Bindung formte sich zu diesem winzigen, blonden Engel, der ihn, trotz seines furchteinflößenden Aussehens, gewählt hatte. Die Familie sah endlich, was das Tierheim komplett übersehen hatte. Unter diesen Kampfnarben lebte das Herz eines wahren Beschützers. Eine Seele, die geduldig darauf gewartet hatte, dass jemand ohne Bedingungen liebt. Mia war jetzt 13 Monate alt und zog sich mit zunehmender Zuversicht an Möbeln hoch. Titan spürte, dass sich etwas Bedeutsames näherte. Seine Geduld vertiefte sich. Seine Sanftheit wurde absolut außergewöhnlich.
Nachbarn, die früher die Straßenseite wechselten, wenn sie diesen imposanten Dobermann erblickten, blieben jetzt stehen, um die zärtlichen Interaktionen zwischen dem massigen Hund und dem kleinen Mädchen zu beobachten. »So etwas habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen«, sagte Herr Müller von gegenüber. »Dieser Hund behandelt sie, als wäre sie aus kostbarstem Kristall gemacht.« Dann kam der Tag, der alles testen würde, was Titan über Liebe, Schutz und Opferbereitschaft gelernt hatte. Mia übte das Stehen, indem sie sich am Wohnzimmersofa festhielt. Ihre blonden Locken hüpften bei jedem wackeligen Versuch. Die Familie Weber war damit beschäftigt, das Abendessen in der Küche zuzubereiten, als plötzlich ein scharfer, erschrockener Schrei durch das Haus drang. Titan zögerte nicht eine Sekunde. Er bewegte sich wie der Blitz, sein 43-Kilo-Körper angetrieben von purem Schutzinstinkt. Was er im Wohnzimmer entdeckte, ließ sein Herz fast aufhören zu schlagen. Mia war nach hinten gestürzt, ihr winziger Kopf gefährlich nah der rasiermesserscharfen Ecke des Marmorbeistelltisches. Sie weinte, verängstigt. Ihre kleinen Arme streckten sich verzweifelt zur Decke um Hilfe. In diesem Leben- oder Tod-Moment offenbarte sich Titans wahre Natur vollständig. Ohne jedes Zögern schob er seinen enormen Körper zwischen Mia und die tödliche Marmoracke und schuf ein weiches, schützendes Polster. Sein massiger Körper absorbierte den vollen Aufprall und Mias Kopf landete sicher an seiner Brust statt an der tödlichen Steinkante. Als die Familie hereingestürzt kam, fanden Titan, wie er Mia mit seinen enormen Pfoten wiegte, seine zärtlichen Augen voller Sorge, sanft ihre erschrockenen Tränen wegleckten. Dieser Moment veränderte für immer alles. Von diesem Tag an wurden Mia und Titan absolut unzertrennlich. Und 3 Wochen später, als sie endlich ihre ersten wackeligen Schritte machte, ratet mal, wohin sie lief. Direkt in Titans wartende Umarmung. Der Raum wurde still, als dieser winzige blonde Engel über den Teppich tappte, direkt auf ihren 43-Kilo-Beschützer zu. Als Mia ihn endlich erreichte, schlang sie ihre winzigen Arme um seinen massiven Hals und flüsterte ihr erstes klares Wort: Titan. Die ganze Familie Weber brach in Tränen aus. Das Tierheim enthüllte schließlich seine herzzerreißende Vergangenheit. Er war ausgesetzt worden, weil er zu sanft war. Heute läuft Mia sicher und Titan bleibt ihr konstanter Schatten. Die Familie sagt oft, dass Titan nicht nur ein Zuhause fand, er fand seine Berufung. Manchmal beginnen die schönsten Freundschaften damit, dass jemand über Äußerlichkeiten hinaus zum Herzen dahinter blickt.